Servus Leute, heute mache ich noch ein Video über diese Siemens Eco 500. Die Brühgruppe, eben wenn die Brühgruppe nicht herauskommt, das ist immer noch dieselbe Maschine, was ich schon öfters zerlegt habe und so weiter. Jetzt, wenn ich versuche die Brühgruppe rauszunehmen, steckt sie wieder drinnen. Mittlerweile finde ich eben genau dieses Eco 500 Modell ziemlich enttäuschend eigentlich. Wenn einmal der Antrieb ein paar Mal übersprungen ist, dann ist das Ganze eigentlich schon nicht wirklich zu retten. Antrieb hat funktioniert, sagen wir eine Woche oder zwei, und jetzt ist schon wieder genau dasselbe, funktioniert nicht mehr. Ich werde es auch so lassen. Ich werde ganz bestimmt keine 90 oder 100 Euro für einen neuen Antrieb jetzt ausgeben. Dazu nehmt ihr einfach Alufolie, macht sie da ein bisschen klein, stopft es einfach da hinein. Hier ist nämlich dieser Schalter, bis er Klick macht. Jetzt hat er Klick gemacht. Also jetzt auch am Display, dass die bereit ist zum Arbeiten. Das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, ist einfach die Maschine abdrehen. Indem ich einfach jetzt da hier drücke, dann beginnt es zu spülen. Und während sie dann zum Spülen beginnt, das da mal rausnehmen, das nicht stört. Während sie dann mit dem Spülen beginnt und sobald der beginnt sich da zu drehen, hier einfach das hochdrücken und das Ganze rausziehen. Also mit Halten, Ziehen, und sobald es zum Drehen beginnt, steht dann der Stift gerade und dann könnt ihr das Ganze rausziehen. Moment. Jetzt ist die Maschine vorbereitet. Hier einfach den Stift hochziehen, halten und dann gleichmäßig ziehen, wenn ihr sie einschaltet und wenn die Brühgruppe beginnt sich zu drehen. So, jetzt fängt es gleich zu drehen, gleichmäßig ziehen und ist schon draußen. Habt ihr das gesehen? So einfach funktioniert das, dass sie rausgeht. Jetzt tut es halt spülen eben ohne Brühgruppe, da wird ein bisschen Wasser von hier kommen und von da. Es läuft alles in die Auffangschale. Es ist eigentlich nicht so gefährlich, dass da irgendwas passiert, wenn die Brühgruppe nicht drin ist. Aber das ist die Möglichkeit, am einfachsten die Maschine, also die Brühgruppe herauszunehmen, wenn dieser Stift halt so schief steht, dass sich die Brühgruppe nicht mehr rausnehmen lässt. So könnt ihr das sehen. Jetzt nach meinem Richten und alles ist die schon wieder so schief, dass es eigentlich gar nicht mehr geht, sie rauszubekommen. So, das ist jetzt eine der Möglichkeiten, finde ich jetzt die einfachste, ohne da irgendwie großartig viel zu machen, sie rauszubekommen. Ich habe da einige Videos schon mittlerweile über die Maschine und Brühgruppenantrieb und Brühgruppe steckt oder kommt nicht raus. Sobald die Brühgruppe einmal hier beginnt zu stecken, wenn ihr so einen Schlauch nicht habt, wenn euer Schlauch abgeknickt ist, dann bleibt die Gruppe stecken eben ungefähr hier mit dem Becher und geht nicht weiter. Dadurch macht ihr euch da eigentlich die Zahnräder vom Antrieb kaputt. Und ja, das Ganze nimmt seinen Lauf. Finde ich natürlich urschade, dass bei der Maschine das Ganze nur noch mehr repariert werden kann mit einem neuen Antrieb. Und vergisst nicht auch so einen Schlauch zu kaufen. Oder den Trick mit dem Gummiringel, was ich da gemacht habe, damit eben die Brühgruppe ja nicht stecken bleibt, sonst habt ihr wieder den neuen Antrieb auch kaputt. So, beim Reinstecken, obwohl der eigentlich so schief ist, soll es eigentlich funktionieren, wenn ich sie hier halte und reindrücke. Ja, also reingeben funktioniert es noch, das heißt, man kann das Ganze auch so lassen. Zufrieden mit dem Ergebnis bin ich auf jeden Fall nicht. Aber einen neuen Antrieb kaufe ich jetzt definitiv nicht. Dieser Aufbau von der Maschine finde ich leider etwas enttäuschend. Okay, gut Leute, viel Spaß mit dem Video.
Ich hoffe, das bringt euch weiter. Das könnt ihr jederzeit dann wieder rausnehmen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, fragt ruhig. Ich versuche diese Anfragen so schnell wie möglich zu beantworten. Und ja, bis zum nächsten Video. Baba.